In diesem Video sprechen wir darüber, warum der südliche Teil Südamerikas, also der sogenannte Südkegel, der ideale sichere Hafen im Falle eines dritten Weltkriegs ist und warum du dir im Rahmen deiner Plan B-Vorbereitungen auf jeden Fall den Südkegel Südamerikas näher anschauen solltest. Wir haben ja schon einige Videos gemacht zum Thema Dritter Weltkrieg. Dort hatte ich auch verschiedene Studien vorgestellt, wo sich Wissenschaftler damit befasst haben, welche Länder, welche Regionen in einem Dritten Weltkrieg möglicherweise besonders sicher sind. Australien und Neuseeland wurden dort eigentlich durchgehend als die sichersten Länder identifiziert. Das Problem ist natürlich, wie schwierig es ist, in beiden Ländern einen Aufenthaltstitel zu bekommen, schon jetzt zu Friedenszeiten. Viele können diesen Aufwand nicht machen, viele wollen ihn nicht machen. Daher würde ich sagen, dass Australien und Neuseeland für die meisten eigentlich ausscheiden. Natürlich, wenn du ein Milliardär bist aus dem Silicon Valley und hier gigantische Beträge investieren kannst, dann mag das anders sein. Aber für den Normalsterblichen wie du und mich ist das doch eher unrealistisch. Die nächstbeste Option und möglicherweise noch besser als eben Australien und Neuseeland ist meiner Meinung nach daher der sogenannte Südkegel, also der südliche Teil Südamerikas. Gleich dann mehr Details dazu. Es scheint ja so zu sein, als ob der dritte Weltkrieg hier jeden Tag näher rückt. Wir haben hier den bewaffneten Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. Wir haben natürlich auch im Mittleren Osten hier einen laufend schwelenden Konflikt, der sich jetzt auch außerhalb Israels ausbreitet, Libanon, möglicherweise Iran. Zwar scheint es, als wären diese Konflikte nicht miteinander verbunden, aber ähnlich war es im Grunde auch im Vorlauf auf den Zweiten Weltkrieg. Da gab es in verschiedenen Regionen von Äthiopien bis Japan bis China hier vereinzelte Konflikte und das hat sich dann nachher zu einem vernetzten Schlachtfeld letztlich weltweit ausgeweitet und sehr ähnlich fühlt es sich eigentlich heute an. Und natürlich stellen sich deswegen viele Personen, gerade natürlich vermögende Familien, die wichtige Frage, wohin kann ich gehen, um meine Familie zu schützen, wenn das Schlimmste eintritt. Völlig unabhängig davon, ob der dritte Weltkrieg in den nächsten Monaten oder Jahren oder hoffentlich natürlich nie passiert, ist es klug, einen Plan zu haben. Deshalb genau diversifiziert man geografisch etwas, worüber wir hier ja laufend sprechen. Ein Plan B ist eben nichts anderes als eine Versicherung und deshalb investieren viele Mandanten von uns nicht nur in eine zweite, sondern auch in eine dritte oder sogar vierte Aufenthaltserlaubnis oder Staatsbürgerschaft. Wenn wir uns das Ganze anschauen, jetzt vor dem Hintergrund eines möglichen Dritten Weltkriegs, dann muss man natürlich sagen, dass im Falle eines globalen Konflikts die Wahl des Standort- und Wohnsitzes den Unterschied zwischen Seelenfrieden, nachts ruhig schlafen, sage ich mal, und absolutem Chaos bedeutet. Wir können natürlich nicht vorhersagen, was passiert, aber wir wissen, dass die Geschichte dazu tendiert, sich zu wiederholen. Und wenn wir uns hier die bewaffneten Konflikte in den letzten 1000 Jahren anschauen, dann wissen wir ganz sicherlich, dass wir dort im Herzen Europas, im deutschsprachigen Raum gerade, hier auf dem Pulverfass sitzen. Die meisten bewaffneten Konflikte der letzten 1000 Jahre haben sich tatsächlich hier in Europa konzentriert. Also eins, was wir mit Sicherheit sagen können, ist, dass die Wahrscheinlichkeit, dass dort ein Krieg ausbricht, enorm groß ist. So, da stellt sich natürlich dann die Frage, welche Regionen sind dann sicher? Wenn wir sagen, dass Zentraleuropa nicht sicher ist, welche Regionen sind dann sicher? Welche Kriterien lege ich hier an, um eine Region als sicher einzustufen und als einen guten, sicheren Hafen im Falle eines globalen bewaffneten Konfliktes? Und als erstes Kriterium würde man sicher den geografischen Schutz nennen. Zunächst und offensichtlich spielt die Entfernung eine wichtige Rolle, wenn es um den Schutz deiner Vermögenswerte, deiner Familie und natürlich auch deiner selbst geht, wenn wir uns in turbulenten Zeiten befinden. Das heißt also, du willst so weit weg sein von einer möglichen Konfliktzone wie möglich, aber natürlich auch von Orten, die zu hochinteressanten militärischen Zielen werden können. Ein gutes Beispiel dazu: Ich meine, man könnte sagen, dass ja vielleicht Schottland hier ziemlich gut geeignet ist hoch im Norden, ist weit weg, ist abseits von allem, ist dünn besiedelt, könnte also ein idealer Plan B-Standort sein. Problem ist natürlich, dass hier sämtliche Atomwaffen der Briten gelagert werden, meistens auf U-Booten. Das heißt, im Grunde genommen wäre Schottland hier ein primäres Angriffsziel,
wenn es hier um einen dritten Weltkrieg geht. Und natürlich der UK ist ja sowieso immer in viele Konflikte involviert. Also das heißt, Schottland, muss man sagen, wäre möglicherweise nicht sehr sicher. So, ein zweites wichtiges Kriterium nach der geografischen Lage ist die Möglichkeit der Selbstversorgung. Du musst natürlich bei einem globalen Konflikt mit Störungen entlang der globalen Handelsrouten rechnen, insbesondere dann, wenn sich die Regierung jetzt deines Landes mit dem Aggressor verbündet, da alltägliche Grundnahrungsmittel wie Lebensmittel und Treibstoff knapp werden können. Also das heißt, die Fähigkeit des Landes, des Ortes, dort wo du hingehst in diesem Fall, unabhängig genügend Ernten, Energie und andere wesentliche Ressourcen zu produzieren, ist lebenswichtig für dich, deine Familie und vor allen Dingen natürlich auch im Falle längerfristiger Störung. Das dritte Kriterium ist der sogenannte strategische Wert. Es ist natürlich nicht gut, sich irgendwo niederzulassen im Falle eines globalen, weltweiten Konfliktes, was ein strategisches Ziel ist. Ich hatte gerade eben schon von Schottland gesprochen. Du willst ja nicht zur Zielscheibe werden. Das heißt, irgendwo hinzugehen in ein Land, das einen geringen strategischen Wert hat und nicht direkt in Konflikte verwickelt ist, das ist im Grunde das, was man möchte. Und der vierte Punkt ist dann natürlich die Möglichkeit, eine Aufenthaltserlaubnis und eine Staatsbürgerschaft zu erhalten. Wenn sich der dritte Weltkrieg tatsächlich hinziehen würde oder sogar in einer Katastrophe endet, brauchst du eine langfristige Lösung. Es bringt dir also nichts, ein Visum für 1 Jahr oder 2 Jahre zu haben und dann musst du gehen. Du brauchst also eine Daueraufenthaltsgenehmigung. Und wir hatten es vorhin schon gesagt, für die meisten bringt das natürlich nichts, wenn man sich das nicht leisten kann, weil man hier viele Millionen investieren muss. Das heißt, man muss im Grunde sich Länder suchen, wo die Erlangung eines Aufenthaltstitels oder einer Staatsbürgerschaft relativ einfach ist. So, und jetzt komme ich zu dem zurück, was ich am Anfang gesagt habe. Während also Australien, Neuseeland, auch die Vereinigten Staaten oder die Schweiz natürlich Vorteile haben in aller möglicher Hinsicht, auch für einen Plan B, ist eben gerade die Frage des Aufenthaltstitels in allen Ländern möglicherweise doch relativ schwierig. Dann wird es relativ schnell klar, dass sich der Südkegel Südamerikas, bestehend aus Argentinien, Paraguay, Uruguay und Chile, als der beste Zufluchtsort im Falle eines dritten Weltkrieges eignet. Und das werde ich jetzt hier weiter erklären. Zunächst schauen wir uns aber mal auf einer Karte diesen Südkegel tatsächlich an. So, hier sehen wir also Südamerika und hier grün eingefärbt ist das, was man so allgemein als Südkegel bezeichnet. Hier Chile, Argentinien, Paraguay und Uruguay. Manche nehmen auch noch hier die südlichen Provinzen von Brasilien hier bei der Definition mit hinein, aber typischerweise sind es eben diese 4 Länder hier. Das ist also der sogenannte südliche Kegel. Jetzt sehen wir mal die Parameter, die wir vorhin definiert haben, die 4 Parameter und schauen uns mal an, was zu jedem dieser Parameter zum Südkegel hier zu sagen ist. Also zunächst mal geografischer Schutz. Dabei ging es eben um die Distanz zu möglichen Konflikten. Der Südkegel liegt weit entfernt von den großen Weltmächten und Konfliktzonen und bietet natürlichen Schutz vor dem Chaos eines globalen Krieges. Die Region hat auch die Geschichte auf ihrer Seite. Südamerika gehört zu den friedlichsten Regionen der Welt und hat in den letzten 300 Jahren nur einen der 20 größten Kriege erlebt. Das schauen wir uns doch gleich mal an. Hier die 20 größten Kriege der letzten 300 Jahre. Und nur in diesen einen Krieg hier, War of the Triple Alliance, war Südamerika involviert. 500.000 Todesopfer, natürlich erschreckend viele. Aber im Vergleich zum Rest der Welt, Asien und Europa, sieht es doch relativ friedlich aus. Kaum eine andere Region der Welt kann behaupten, besser geschützt zu sein als der Südkegel. Die Region wird im Westen von den Anden und dem Pazifischen Ozean begrenzt, im Osten vom Atlantischen Ozean, im Norden vom Gran Chaco und im Süden von den dünn besiedelten patagonischen Ebenen und der antarktischen Tundra. Der Südkegel, ja, die gesamte westliche Hemisphäre wird auch durch die sogenannte Monroe-Doktrin geschützt. Du weißt vielleicht, was das ist. Die Vereinigten Staaten haben unter Präsident Monroe 1823 proklamiert, dass sie hier die gesamte westliche Hemisphäre, also das heißt Nord- und Südamerika, hier schützen werden, wenn hier fremde Mächte eingreifen wollen, insbesondere natürlich die alten Kolonialmächte. Das heißt, auch wenn du in Südamerika bist, genießt du hier den vollen Schutz des amerikanischen Militärs. Man kann jedem sagen, viel Glück, der vorhat, hier
in ein Land des Südkegels einzuwandern. Derjenige müsste dann sich mit den höchsten Bergen der Welt auseinandersetzen, dem Atlantischen Ozean, Sumpfgebieten von der Größe Frankreichs und dem Amazonas-Regenwald. Also das wird nicht möglich sein. In puncto geografischer Schutz damit also ganz klar sehr interessant der Südkegel. Kommen wir zum Thema Selbstversorgung. Der Südkegel ist eine der autarksten Regionen der Welt, insbesondere in Bezug auf Nahrungsmittelproduktion. Argentinien, Paraguay und Uruguay sind bekannt für ihre enormen landwirtschaftlichen Produktionen und erzeugen große Mengen an Getreide, Fleisch und Milchprodukten. Weit mehr, als sie selbst je verbrauchen. Auf der anderen Seite der Anden ist Chile ein wichtiger Produzent von Trauben und Wein, Meeresfrüchten und Obst und verfügt auch über beträchtliche erneuerbare Energieressourcen. Die Region als Ganzes ist reich an Wasserkraft, Solar-, Wind- und fossilen Energiequellen und beherbergt eine der größten Lithium- und Kupferminen der Welt, die für den Übergang zu Elektrofahrzeugen und erneuerbaren Energiequellen benötigt werden. Also auch in puncto Selbstversorgung hier eine hervorragende Region. Kommen wir zum Thema geringer strategischer Wert. Historisch gesehen haben die Länder des südlichen Kegels ein niedriges Profil in der globalen Politik und in militärischen Angelegenheiten beibehalten. Weder Argentinien, Chile, Paraguay noch Uruguay sind in größere internationale Konflikte verwickelt. Darüber hinaus beherbergt die Region keine bedeutenden ausländischen Militärstützpunkte, vielleicht weil der Südkegel buchstäblich auf dem Weg ins Nirgendwo liegt. Es ist somit also unwahrscheinlich, dass der Südkegel jemals in einem globalen Konflikt eine strategische Rolle spielen wird oder sich zu einem Schlachtfeld entwickeln könnte. Also auch hier spricht alles für den Südkegel Südamerikas. Kommen wir zum letzten Punkt, einfache Aufenthalts- und Staatsbürgerschaftsregelungen. Dazu haben wir ja auch schon vielfach auf diesem Kanal gesprochen, wie einfach das in Südamerika ist. Für diejenigen, die eine Umsiedlung in Betracht ziehen oder einfach auch nur einen Plan B wollen, bietet der Südkegel relativ unkomplizierte Wege zur Aufenthaltserlaubnis und Staatsbürgerschaft. Vergleichen wir sie einzeln. Das sogenannte argentinische Rentista-Visum ermöglicht es ausländischen Staatsangehörigen, die finanziell unabhängig sind, ins Land einzureisen und dort zu leben, wenn sie über nur $2.000 an passiven Einkünften verfügen. Interessanterweise kann man dann nach 2 Jahren schon die Einbürgerung beantragen, während der Weg zur dauerhaften Aufenthaltserlaubnis seltsamerweise 3 Jahre dauert. Das schwierigste Land auf der Liste, also hier im Südkegel, ist garantiert natürlich Chile. Eine vorübergehende Aufenthaltserlaubnis ist auch durch ein sogenanntes Rentista- oder Investorenvisum möglich. Allerdings muss man dann wirklich dort 22 von 24 Monaten verbringen, um also diese Aufenthaltsgenehmigung in eine Daueraufenthaltsgenehmigung umzuwandeln. Attraktiv in Chile ist, dass man in den ersten 3 Jahren in Chile keine Steuern auf ausländische Einkünfte bezahlen muss. Vielen hier dürfte Paraguay bereits bekannt sein und wie einfach es dort ist, eine Aufenthaltserlaubnis zu erhalten. Zunächst eine zeitlich befristete, diese kann man dann umwandeln. Die Staatsbürgerschaft ist in Paraguay sehr schwierig zu bekommen. Da muss man dann tatsächlich hier viel präsent sein und auch wirtschaftliche Bindungen an das Land nachweisen, aber eben die Daueraufenthaltsgenehmigung relativ einfach und natürlich auch steuerlich ist es sehr interessant. Zuletzt natürlich Uruguay, auch die Schweiz, Südamerika bekannt. Hier kann man sehr einfach eine Aufenthaltserlaubnis erlangen. Man muss hier nur einen relativ geringen monatlichen Betrag an Einkommen nachweisen, um hier eine Aufenthaltserlaubnis zu bekommen. Die kann man dann nach nur 2 Jahren Aufenthalt in eine Daueraufenthaltsgenehmigung umwandeln. Steuerlich natürlich auch interessant. Man zahlt hier 7% Steuern lebenslang auf ausländische Einkünfte. Oder man kann sich dafür entscheiden, dass man in den ersten 10 Jahren überhaupt keine Steuern zahlt und würde nach den 10 Jahren dann einen etwas höheren Betrag auf ausländische Einkünfte bezahlen. So viel also zu den Ländern des Südkegels. Wie gesagt, aus meiner Sicht hier der ideale Zufluchtsort, hier im Falle eines globalen Konfliktes, eines Dritten Weltkrieges, aber natürlich auch für einen Plan B sehr interessant. Tatsächlich haben wir etliche Mandanten, die weiterhin in Deutschland, Österreich oder Schweiz leben, aber zum Beispiel hier in Paraguay oder Uruguay oder Argentinien Immobilien haben, Aufenthaltsgenehmigungen haben, vielleicht sogar landwirtschaftliche Flächen haben, sich dort auch regelmäßig aufhalten. Ich kann mich an eine Person erinnern, die verbringt ein halbes Jahr in der Schweiz, ein halbes Jahr in Paraguay
hat da eine kleine Landwirtschaft. Das ist also alles komplett möglich. Aber auch, wie gesagt, wenn du fast gar nichts machen willst, fast gar nichts investieren willst, kann man schon jetzt damit beginnen, eine Aufenthaltsgenehmigung dort zu besorgen. Wenn das Themen sind, die dich interessieren, Plan B, wie du dich absichern kannst, dich, deine Familie und dein Vermögen, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Wir helfen seit fast 20 Jahren Mandanten dabei, ins Ausland umzuziehen, sich abzusichern, Steuerlast zu optimieren und ihr Vermögen zu schützen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Link zum Beratungsgespräch packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.